So, ich bin jetzt hier auf der Anhöhe nördlich von Palm Springs und hier bläst der Wind natürlich auch wieder kräftig und hier stehen unzählige kleine Anlagen. Haben den ganzen Berg hier zugepflastert, das ist richtig krass. Und das sind alles kleine Bonusanlagen vom Typ Bonus B95. Richtig retro die Teile. Und die Geräuschkulisse ist einfach der Wahnsinn, ey. Ich hoffe, man hört's, aber das ist echt ein richtig krasses Surren. Da steht der ganze Berg voll mit den kleinen Teilen. Schaut euch das an. Richtiger Wildwuchs. Man in den 80ern alles vollgebaut. Ja, so alt sind die Anlagen wahrscheinlich auch schon. Also ich schätze mal 30 plus auf jeden Fall. Die hier sehen eigentlich noch ganz gut aus. Ja, vereinzelt sieht man sie vielleicht noch in Deutschland. Dänemark vielleicht auch noch, aber in so großer Anzahl ist das hier echt einzigartig. Ja, einige sehen auch sehr gut aus, wie die hier. Andere hat es leider schon ein bisschen gebeutelt. Sind auch schon einige dabei, die ihre Verkleidung verloren haben. Hier die zum Beispiel. Und hinten dran die ganze Reihe. Ja, wahrscheinlich ähnlich wie auf dem Altamont Pass, dass der Betreiber sich da nicht so gut um die Anlagen kümmert. Bin aber erstaunt, dass die Anlagen hier noch so gut laufen und nicht so viele kaputt sind. Da hinten ist eine einzige, die steht. Aber ansonsten geben die Dinger echt richtig Gas. Ja, wahrscheinlich wurden auch schon einige repowered, nehme ich an. Es stehen nämlich auch schon einige größere Anlagen dazwischen. Hier sind G15er. Auch schon gut die Schmiere unten am Maschinenhaus. Da sieht man es ganz gut bei der Anlage. Die sind halt extremer Belastung ausgesetzt hier. Also die laufen echt den ganzen Tag. Und hier geht halt immer Wind. Ja, und hat halt diese zwei Gebirgszüge hier im Hintergrund. Sieht man richtig schön den Mount La Jacinto. Da liegt sogar noch Schnee drauf. Richtig geil. Und hinter mir ist auch noch eine Bergkette und da pfeift der Wind einfach ordentlich durch. Deshalb stehen hier auch so extrem viele Anlagen. Da drüben stehen noch größere Vestas V90, 3 Megawatt. 2 Stück. Und dann hier drüben geht es weiter. Auch noch jede Menge G-Anlagen, aber auch noch einige kleine Vestas. Also Vestas V44. Oh, da ist schon eine ohne Rotor. Da laufen noch ein paar. Und dann hier rechts von mir ein ganzer Komplex mit neueren Anlagen. Vestas V112. Da werde ich gleich auf jeden Fall mal noch vorbeischauen. Ah, es ist echt der absolute Wahnsinn hier. Ja, glücklicherweise kommt man an die Anlagen hier so gut ran. Da ist zwar auch ein Zaun, aber man sieht sie ziemlich gut aus der Nähe. Und ich werde jetzt versuchen, mal noch ein bisschen näher an die Bonus ranzukommen. Ja, jetzt stehe ich hier direkt unterhalb der Bonusanlagen. Das ist richtig krass. Hier kommt man super nah ran. Richtig cool. Und die geben sowas von Gas. Das müsst ihr euch mal geben. Der absolute Wahnsinn. Und vor allem, was ich krass finde, ist einfach der Abstand unter den Anlagen.
in Nebenwindrichtung, keine Ahnung, es sind keine 10 Meter. So eng stehen die beieinander. Und dann direkt 12, 15 Stück in einer Reihe. Das ist echt der Hammer. Und die Geräuschkulisse hier, das Pfeifen, das ist der absolute Wahnsinn. Ja, bei der Anlage hier geht man auch noch außen hoch. Eine Leiter am Turm und dann klappt man die Hülle von der Gondel wahrscheinlich auf, um dann irgendwelche Reparaturen durchzuführen. Wir haben auch alle so einen Raketenturm aus Stahl, sieht ziemlich cool aus. Ja, da hinten sieht man es, da liegen schon ein paar Rotorblätter am Boden. Frag mich, warum die hier einfach rumliegen, warum die niemand entsorgt, aber das wundert mich nicht hier. Ähnlich wie am Altamont Pass hat sich der Betreiber wahrscheinlich jeglicher Verantwortung entzogen hier. Hauptsache die Dinger laufen, wenn sie kaputt sind, scheißegal, es stehen ja so viele hier. Schon ein bisschen traurig. Ah, sieht einfach so krass aus, so viele Anlagen in einer Reihe. Echt Wahnsinn. Ja, die Blätter hat man vielleicht ausgetauscht, einfach liegen lassen oder sie sind irgendwann mal abgefallen und man hat sie halt nicht weggeräumt. Echt schade. Also es sieht so krass aus. Diese kleinen Dinger auf dem Berg hier. Da hinten die hat es ziemlich gebeutelt. Die haben alle ihre Verkleidung schon verloren. Aber dann auch der Vergleich mit den größeren Anlagen. Ich meine, die G15er sind ja jetzt auch nicht riesig. Und die V90, aber das ist schon echt ein riesen Unterschied. Da oben auf dem Berg steht auch noch mal eine kleine Vestas neben den G direkt. Da ist er. Müsste V44 sein. Das ist halt einfach das Geile hier, die Vielfalt der Anlagen und auch die unterschiedlichen Anlagengenerationen. So direkt nebeneinander. Das ist schon echt einzigartig hier. Auch die G geben mächtig Gas. Die sind auch echt richtig dreckig. Schaut euch da hinten die mal an. Da läuft fett die Schmiere runter. Ich habe echt Probleme, meine Kamera stillzuhalten, weil es so extrem stürmisch ist hier. In die ganzen kleinen Vestas. Werde ich mir jetzt gleich auch mal noch anschauen. Die Bonusanlagen hier, die sind schon echt ein absolutes Highlight. Cool mit der spitzen Pinocchio-Narbe. Richtig nice. Die ganzen Narbenhöhen und Leistungen und Rotor und so, das werde ich wahrscheinlich später im Video einblenden, weil hier stehen einfach so unzählige Anlagen und verschiedene Typen, dass ich da echt so ein bisschen den Überblick verloren habe. Auch echt ein geiles Bild. Direkt vor dem verschneiten Berg hier die Anlagen. Richtig cool. Ja, ich werde jetzt mal versuchen, noch ein bisschen näher an die Vestas ranzukommen und laufe mal noch zu den V112 hier drüben. So, ich stehe jetzt hier direkt unterhalb der G-Anlage. Richtig geil. Hier war das Gate nämlich auf. Hier kann man sich direkt runterstellen. Und die gibt sowas von Gas. Das ist einfach der Hammer. Die Sonne ist jetzt direkt hinter der Gondel.
Wahnsinn, ey. Man sieht ja allerdings auch schon ihr Alter an. Also die Blattwurzeln an der Narbe und auch am Turm schon ordentlich Schmiere. Wird schon auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Aber die Umdrehungen, die die Anlagen hier machen, das finde ich einfach extrem beeindruckend. Die läuft auf jeden Fall auf Volllast. Da sind die anderen beiden. Nabenhöhe schätze ich so 85 Meter, höher sind die nicht. 1,5 MW. Hier einfach nochmal ein geiler Blick auf diese Masse an Anlagen. Dieses Gewimmel hier ist einfach extrem beeindruckend. Eine steht mal zwischendrin. Richtig nice. Da ist auch nochmal G. Boah, ich werde hier echt umgepustet. Also sehr viele G15er. Und ich werde jetzt versuchen, mal noch zu den kleinen Vestas da hinten zu kommen. Scheint nämlich, dass der Weg frei ist. Ich gucke mal, ob ich da hinten zu diesem Turm komme. Da liegen nämlich auch noch Teile von der Anlage. Das will ich mir mal anschauen. So, ich bin jetzt ein Stück in den Park reingelaufen und stehe jetzt hier in der Nähe von ganz vielen kleinen Vestas V44. Eine ganze Reihe voll. 600 kW. Leider nicht mehr alle in Top-Form. Bei 2 Stück steht nur noch der Turm. Die Gondel liegt am Boden, habe ich gerade eben gesehen. Und einige stehen auch, nur noch eine Handvoll läuft. 3 Stück laufen nur noch von der Reihe. Aber die sind echt cool. Die haben diesen Raketenturm aus Stahl, an dem man auch außen hochgeht. Und haben oben diese Kanzel, ähnlich wie bei den Enercon i40 früher. Schon echt cool. Also die beiden sind noch die am besten laufen. Bei der Anlage hier sieht man, da sieht es so aus, als ob das Rotorblatt jeden Moment runterkracht. Sieht irgendwie ganz gefährlich aus. Bei der Anlage nebendran steht nur noch der Turm. Und bei der hier ist hinten das Maschinenhaus auf jeden Fall offen. Da kann man reingucken. Ja, also wurden auch nicht so super gut gewartet die letzten Jahre, schätze ich mal. Haben wahrscheinlich auch schon 25, 30 Jahre auf dem Buckel. Aber ist toll, die hier zu sehen. Ja, und im Hintergrund sind dann direkt die größeren, die neuen, die V112. Da drüben stehen auch nochmal welche. Sieht richtig geil aus. Die haben bestimmt 3,45, 3,6. Wird sich auf jeden Fall lohnen. Da hinten auf dem Berg stehen auch nochmal welche. 4 Stück. Da komme ich jetzt leider nicht so gut dran. Wollte ich eigentlich noch hinlaufen, aber dann sieht es ja trotzdem ganz gut von hier. Da nochmal eine ganze Reihe G, 1,5er. Die hier sieht auch echt schlimm aus. Auch voll mit Öl. Aber solange sie läuft,
Hinten dran auch nochmal eine ganze Reihe mit kleinen V44, die alle stehen. Da hinten liegt auch eine Narbe von der G. Anscheinend war mal ausgetauscht. Was richtig cool ist, was ich entdeckt habe, da hinten entsteht ein neuer Windpark auf dem Höhenrücken. Da stehen überall schon die Turmstümpfe, die Turmteile, und ich glaube, es werden auch Vestas V126. Auf der Herfahrt habe ich gesehen, dass eine Anlage schon fertig errichtet ist. Die sieht man jetzt nicht. Und ich glaube, es ist ein Repowering-Projekt. Standen vorher auch kleinere Anlagen. Hier hinter mir auch nochmal G und V44. Und da oben auf dem Berg habe ich nochmal kleinere Anlagen entdeckt. Könnte sogar sein, dass das auch Nordtanks sind, die gleichen, die ich auf dem Ertermann Pass gesehen habe. Gut möglich. Die sehen nämlich ein bisschen anders aus als die Bonusanlagen und haben nochmal einen Ticken kleineren Rotor. Auch ein krasser Unterschied. Hinten die V44, vorne dran das kleine Ding. Schon echt Hammer. Es ist extrem windig, aber es ist auch echt heiß. Also man darf nicht vergessen, dass hier immer noch Wüste ist. Aber landschaftlich finde ich das einfach super reizvoll. Top-Wetter, geile Windbedingungen, sogar schon einen Ticken zu viel und super viele spannende Anlagen. Service ist auch hier unterwegs. Ich hoffe mal, dass die mich nicht irgendwie anmotzen. Aber es stand nirgends ein Schild, dass man es nicht betreten darf. Und ja, ich bin ja für einen guten Zweck hier. Ich komme ja nicht. Ich habe ja keine bösen Hintergedanken. Richtig nice. Naja, ich werde mich jetzt mal wieder zurück machen. Ich habe nämlich echt Durst, also das denkt man gar nicht, aber es ist halt verdammt heiß, zwar windig, aber hat man ganz schön Brand hier. So, von hier aus hat man jetzt nochmal einen schönen Blick auf den Berg von der anderen Seite. Mit den Bonusanlagen. Ja, im Vordergrund sind jetzt die großen, in Anführungszeichen, die G15. Hier drüben noch zwei Vestas V90 3 Megawatt. Die auch schon echt sehr schlimm aussehen, also extrem ölverschmiert. Ich frage mich, warum die Anlagen hier so ölverschmiert sind. Vielleicht weil sie so krass belastet werden. Ich kann meine Kamera wieder nicht gerade halten, weil der Wind so stark ist. Und zwischendrin dann dieses Gewimmel von kleinen Bonusanlagen. Das ist einfach Wahnsinn. Ich würde echt gerne mal wissen, wie viele das sind. Eine, die ganz langsam läuft. Echt krass. Und dann hier rechts nochmal die V112. Da sieht man jetzt nochmal schön den Berg mit den anderen 4. Sehr cool. Ja, schon echt ein Highlight. Hatte Glück, dass das Tor jetzt aufstand und ich rein konnte. Ansonsten ist es wahrscheinlich verschlossen. Kommt man nicht rein, aber ich hatte Glück. Also bei dem Sturm braucht man echt ein gutes Mikrofon. Ich habe zwar ein Puschel-Mikrofon, aber das kommt auch echt an seine Grenzen. Da sieht man nochmal toll den Berg. Mount San Jacinto. Ja, und jetzt mache ich mich auf den Weg hier ins Tal.
zu den ganzen Anlagen Richtung Palm Springs. Da stehen auch zwischendrin nochmal größere. Hier hinten sind, ich meine, es sind Vestas 417 mit 4,2 MW. Die werde ich mir jetzt gleich auch mal noch anschauen. Das vom Kühler her können es 4,2 oder 3,6 sein. Mal schauen. Und ja, mal gucken, wie lange ich brauche, um mir die ganzen Anlagen hier anzuschauen. Das ist einfach nur der absolute Wahnsinn. So krass. Da sind nochmal die ganzen Mitsubishi-Anlagen, die 1 Megawatt Anlagen. Werde ich mir auch nochmal aus der Nähe anschauen. Ja, ich habe echt noch viel vor heute.